Vor genau 15 Tagen am Donnerstag spätabends erreicht die Mitarbeiter von Uber eine Nachricht von einem Mitarbeiter auf Slack. Hi, Ed here. I announce I am a hacker and Uber has suffered a data breach. Die Uber-Mitarbeiter lachten über ihn. Sie dachten, ihr Kollege erlaubt sich einen Scherz. Aber immerhin war er so respektvoll, nicht at all zu benutzen. Was sie später merkten, das war weder ihr Mitarbeiter noch ein Scherz, sondern hätte Uber ihre Existenzkosten und auch eine Menge Probleme bereiten können. Heute geht es darum, wie ein mutmaßlich 18 Jahre junger Hacker eine millionenschwere Firma hacken konnte und was wir daraus mitnehmen können. Als die Nachricht des Hackers auf Slack eingetroffen war, war es bereits zu spät. Denn eigentlich beginnt die Geschichte des Teapot Uber-Hackers, wie er sich nennt, deutlich früher. Sie beginnt genau genommen nicht mal mit dem Angriff auf Uber, sondern zu dem Zeitpunkt, als die E-Mail-Adressen von einigen Uber-Mitarbeitern bei einer völlig anderen Firma wahrscheinlich gestohlen wurden. Welche? Das dürft ihr raten, aber aus den IT-Trends wisst ihr, jede Woche werden Tausende oder sogar Millionen E-Mail-Adressen gestohlen. Auch meine ist übrigens schon lange dabei, nachzulesen auf haveibeenpawned.com. Derzeit geht man übrigens davon aus, dass mehr als 50% aller Deutschen betroffen sind. An diese E-Mail-Adressen sendet Teapot E-Mails mit Malware. Das können Hunderte, Tausende Mitarbeiter bekommen haben. Eventuell nicht mal Uber-Mitarbeiter, sondern viele andere. Vermutlich übrigens auch Rockstar-Mitarbeiter. Gibt man sich ein wenig Mühe mit seinen Phishing-Nachrichten, dann sehen die ziemlich gut aus und werden nur schwer von Menschen erkannt. Und so kann der Hacker auf die Geräte von mindestens 2 Uber-Mitarbeitern die Raccoon-Malware ablegen. Raccoon ist eine Malware, die man im Darknet für 75 bis $200 im Monat mieten kann. Ja, das ist mittlerweile eine richtige Industrie und die Hacker verkaufen sich gegenseitig Dienstleistungen und Software. Raccoon sammelt private Informationen, wodurch der Hacker vermutlich überhaupt erst wusste, dass er ein Gerät eines Uber-Mitarbeiters übernommen hatte. Raccoon sammelt aber auch Passwörter, Browserdaten und Standortdaten. Und dazu gehören selbstverständlich auch die Daten zum VPN, mit dem sich der Mitarbeiter ins Uber-Netz einloggen kann. Das Problem für den Hacker: der VPN ist mit Mehrfaktor-Authentifikation abgesichert. Das, was ich euch immer empfehle. Da bringen Username und Passwort alleine wenig. Die Raccoon-Malware hat außerdem keine Administratorrechte und kann sich nicht auf weitere Geräte verbreiten. Daher kann die Malware auch den zweiten Faktor nicht beschaffen. Glück im Unglück für den Hacker. Es wird keine stumme App benutzt, sondern jedes Mal, wenn man sich im Uber VPN einloggt, bekommt man auf dem Handy eine Push-Benachrichtigung. Wie der Hacker später zugibt, hat er gewartet, bis die Opfer schlafen, wo natürlich auch wieder die Zeitzone und der Standort übrigens wichtig wird. Und sich dann einfach 100 Mal direkt nacheinander eingeloggt. Wie nervig ist das bitte, wenn man nachts schlafen will und das Handy klingelt die ganze Zeit? Deswegen Handy auf Stumm. Der Mitarbeiter hat zwar nicht darauf reagiert, aber unser Hacker hat noch ein Ass im Ärmel. Einfach das Opfer über WhatsApp anschreiben und behaupten, man habe einen Bug festgestellt. Aber die Lösung ist natürlich simpel. Das Opfer muss einfach nur auf eine Mitteilung klicken. Dass da gerade Push-Benachrichtigungen reinkommen, das kann ja offensichtlich nur jemand aus der Uber-IT wissen. Und deswegen tut das Opfer genau das. Er klickt auf die Mitteilung. Dieser Angriff wird als MFA-Fatigue oder auch Multifaktor-Authentifikationsmüdigkeit bezeichnet. Einfach so lange spammen, bis man draufklickt. Entweder weil man keinen Bock mehr hat, weil ein vermeintlicher Support das sagt, oder auch einfach aus Versehen, weil man zum Beispiel auf eine der 1000 herunterploppenden Push-Benachrichtigungen klickt. Nun hat der Hacker Zugriff auf das interne Uber-Netz, in das er mit dem VPN gekommen ist. An diesem Punkt ist natürlich schon sehr viel schiefgegangen. Viel zu viel eigentlich, aber wirklich Schaden kann der Hacker noch nicht ausrichten. Was er braucht, ist eine Schwachstelle, die man ignoriert hat, weil ja nur Mitarbeiter in das interne Uber-Netz kommen können, theoretisch zumindest. Und die findet er auch. Mit Scan-Skripten wie Nmap untersucht der Teapot-Hacker die Netze und findet ein SMB-Laufwerk, also so ähnlich wie eine externe Festplatte, die aber im Netzwerk hängt und für alle verfügbar ist. Auf dieses Laufwerk hat er vollen Zugriff. Und darin befinden sich ein Haufen PowerShell-Skripte. Ihr seht, allmählich wird es technisch. Mit einem PowerShell-Skript kann man Dinge für Windows oder auch für Windows Server ändern.
Das Skript sagt, was man ändern möchte. Ich kann zum Beispiel ein PowerShell-Skript bauen, um YouTube-Videos hochzuladen oder Dateien auf meinem PC zu löschen. Dazu braucht dieses Skript aber natürlich Zugriff auf meine Dateien und falls ich einen Server damit verändern möchte, muss ich auch Zugriff auf diesen Server haben. Und das wird auch mit Passwörtern gemacht. Das Doofe nur, manche Menschen vergessen manchmal die Passwörter aus dem Skript wieder rauszulöschen oder sie lassen sie einfach aus Bequemlichkeit und Nutzbarkeit drin. Denn so kann jeder das System an seine Bedürfnisse anpassen und das war hier wohl auch erwünscht. Der Hacker hat also nun Zugriff auf das Thycotic-System. Ein System, in dem Zugriffskontrolle verwaltet werden kann. Und er hat nicht irgendeinen Zugriff, er ist Administrator. Er ist also Administrator für die Zugriffskontrolle. Administrator ist der Chef über allem und die Zugriffskontrolle ist der Teil im System, der regelt, wer was darf. Das ist nicht gut für Uber. Doch noch immer ist nichts passiert und vor allem hat noch niemand bei Uber Alarm geschlagen. Er kann aber über das System, über das Thycotic-System nicht auf alles zugreifen. Er kann sich Tokens für Amazon Web Services ausstellen, wo normalerweise Anwendungen veröffentlicht werden, sodass ihr sie benutzen könnt. Er kann sich Zugriff auf G Suite verschaffen, in welchem interne Dokumente liegen, quasi wie in Google Docs. Und vor allem kann er sich auch Zugriff verschaffen auf OneLogin. OneLogin ist ein weiteres System, welches hier für Zugriff zuständig ist. Hier geht es mehr um die Authentifikation, also wer darf welches System nutzen. Zum Beispiel, wer darf in welchen Chat bei Slack und dort schreiben. Damit hat er nun wirklich Zugriff auf die Kronjuwelen von Uber. Was danach passierte, ist noch nicht vollständig geklärt. Der Hacker hat massig Screenshots von den sensibelsten Teilen angefertigt und viele davon als Beweis, dass er Uber gehackt hat, veröffentlicht. Darunter eben auch ein Screenshot von OneLogin. Die Nachricht auf Slack hat er im Namen des Mitarbeiters gepostet, aber er hat Slack auch umkonfiguriert, dass jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter etwas geschrieben hat, er auf eine Webseite mit einem nicht jugendfreien Bild geleitet wird, mit der Bildunterschrift FU Wankers. Die Uber-Mitarbeiter auf Slack haben sich über den Hacker lustig gemacht und dachten, es wäre unecht. Die IT-Security-Abteilung von Uber hat sogar die Mitarbeiter angewiesen, nicht weiter mit ihm zu interagieren. Doch das hat die Mitarbeiter auf Slack nicht wirklich gestört. Der Hacker hatte nebenbei aber auch Zugriff auf den vollständigen HackerOne-Account von Uber. HackerOne ist eine Plattform, wo Firmen Hackern die Erlaubnis geben, sie anzugreifen. Und wenn sie etwas finden, sollen sie es melden und werden dafür dann von der Firma bezahlt. Der Hacker hat unter jeden Fund, der da eingereicht wurde, kommentiert, dass Uber gehackt wurde und alles eingestampft. Dadurch ist er mit Sicherheit auch an Schwachstellen gekommen, die noch nicht repariert wurden. Ubers Account bei HackerOne wurde von HackerOne selbst gesperrt. Mehrfach hat der Hacker angegeben, er sei 18 oder 19 Jahre alt und auch von anderen Stellen ist vermutet worden, er sei noch recht jung und kein staatlicher Hacker. Denn er hat sich selbst gezeigt, also offenbart, dass er quasi vollständigen Zugriff auf die Systeme von Uber hatte. Zeigt man so etwas, gibt man der eventuell schlafenden Gegenseite direkt die Möglichkeit zu reagieren. Etwa mit dem Herunterfahren der Systeme, was Uber auch korrekterweise direkt am Donnerstag getan hat. Wie lange der Hacker allerdings schon auf den Systemen war, das kann man nicht wissen. Uber selbst gibt an, dass keine sensiblen Daten gestohlen wurden, wie Adressen, Zahlungsdaten oder Standorte. Aber das scheint doch recht unwahrscheinlich, denn immerhin hatte der Hacker Zugriff auf alles. Warum also sollte er nichts tun, außer dem Image der Firma zu schaden? Uber vermutet die Hackergruppe Lapsus hinter dem Hack. Doch die verlangen eigentlich immer Lösegeld oder verkaufen Daten. Da wird also noch etwas auf uns zurollen. Wenn wir uns die 6 Punkte nochmal ansehen, zeigt sich, wie komplex so ein Angriff wirklich ist. Und doch, die einzelnen Schritte sind völlig logisch. Man braucht irgendeinen Zugang zu einem potenziellen Opfer. Social Engineering ist in über 90% aller Hacks der Startpunkt, doch wird hier nicht spezifisch angegriffen. Meist heißt es eher Spray and Pray. Von einigen 10.000 wird schon einer anbeißen. Und dort saugt sich der Hacker dann fest.
Wir sehen einen zweiten Fehler bei der Verwendung von MFA. Push-Benachrichtigungen sind eine ganz schlechte Idee, wenn man schon mal einen Angriff danach benennt. Und die dritte große Problematik: Mitarbeiter brauchen Rechte, aber Firmen sind zu faul, diese so stark einzuschränken wie möglich. Bei vielen Firmen und übrigens wahrscheinlich auch bei euch zu Hause haben manche Leute Rechte, die sie nicht brauchen. Wenn jemand keine Daten löschen dürfen soll, sollte er das auch nicht können. Doch es erfordert Zeit und damit Geld, das umzusetzen. Login-Daten in irgendwelche Skripte zu stecken, ist aber auch schon längst ein Problem. Auch auf GitHub, der wohl größten Plattform für Open Source, laufen unzählige Bots Tag ein, Tag aus, nur um in Code aus Versehen veröffentlichte Login-Daten zu finden. Dass man dann als Administrator sich Zugriffe auf einfach alles geben kann, ist zwar auch nicht gut, aber es macht halt einfach Sinn. Kaum eine Firma leistet sich ein 4-Augen-Prinzip für Tokens, sodass immer zwei Administratoren gemeinsam Login-Daten ausstellen müssten. Das gibt es eigentlich nur bei CAs. Am schlimmsten wiegen aber, denke ich, die letzten beiden Aspekte. Mitarbeiter, die eine wahre Bedrohung und eine Notfallanordnung ihrer IT-Sicherheitsabteilung belächeln und Witze machen, sind das erste. Der Hacker hätte hier kein USK 18-Bild nutzen müssen. Eine weitere Phishing-Seite wäre durchaus auch drin gewesen. Das zweite ist die absolut mangelhafte Überwachung bei Uber. Wie kann jemand sich auf alles Zugriff verschaffen, ohne dass das auffällt? Der Hacker schrieb später, er konnte sich einloggen in den VPN von den USA und Europa mit demselben Account gleichzeitig. Das ist physisch eigentlich nicht möglich und könnte gesperrt werden. Dass das also nicht auffällt, ist mir ein Rätsel. Wir sehen aber, dass der Hack noch hätte deutlich schlimmer enden können. Wäre der Hacker wirklich am Maximieren gewesen, hätte er sich nicht zu erkennen gegeben. Er hätte alle Daten von Uber gestohlen, über Jahre hinweg, Patente im Darknet vielleicht verkauft, bevor sie veröffentlicht wurden. Er hätte aber auch die Mitarbeiter privat vollständig hacken können. Phishing-Webseiten im Uber-Thema, passend zu ihren aktuellen Konversationen mit hoher Erfolgsrate. Er hätte sich vermutlich bis zur Management-Etage hacken können und einen Großteil hätte er privat einfach auch erpressen können. Oder er hätte sich Zugang zu ihrem Online-Banking verschaffen können und sich einfach Geld überweisen können. Alles in allem ist dieser Hack wirklich nur eine verbrannte Nase gewesen. Er hätte aber Uber durchaus den Kopf kosten können. Vielleicht tut er das noch, das werden wir wohl erfahren, denn noch hat der Hacker nicht alles gejobbt, was geht. Aber zum Lachen war es wohl absolut nicht. Passt daher auch auf euch auf. Auch während der Arbeit könnt ihr euch Malware einfangen. Ich habe euch heute aber trotzdem zumindest eine kleine Hilfe mitgebracht und das ist NordVPN. Und falls ihr euch erinnert, ich habe in den IT-Trends schon mehrfach angekündigt, dass VPNs für Anonymität schwierig geworden sind. Es wurden immer mehr VPNs verboten, die nicht mit Behörden kooperieren wollten. NordVPN selbst hat aber ein Audit gehabt, wonach sie nicht loggen. Aber wenn Behörden nun einen Richterbeschluss bringen, müssen sie sich als Unternehmen dem natürlich beugen und mit Behörden kollaborieren. In einer Mail schrieben sie mir aber, dass das noch nie vorkam und sie so ein Urteil auch vor Gericht bekämpfen würden. Wenn ihr aber zu 100% sicher anonym sein wollt, nutzt lieber Tor und keinen VPN. Gerade für Whistleblower ist das ultra wichtig. Hört sich nach einem seltsamen Sponsoring an, oder? Was ich spannend finde, ist Nords neue Threat Protection. Websites, die bösartig sind oder sein könnten, werden blockiert. Ebenso wie Tracker, Malvertising, also Werbung, die Malware ist, und Malware selbst, die man herunterlädt. Und hier habe ich mal ein bisschen Recherche gemacht. Von den Websites, die als bösartig bekannt sind, wurden ungefähr 60% geblockt. Was mehr ist, als der im Test genutzte Browser Chrome geblockt hat. Der hat ca. 30% gestoppt. Malware kann, wenn sie heruntergeladen wird, auf Nord-Server hochgeladen werden und dort analysiert werden. Das ist natürlich optional. Und damit ist NordVPN eigentlich schon fast eine Antivirensoftware, denn die gesamte Threat Protection kann auch komplett ohne aktiven VPN genutzt werden. Nun streiten sich die Geister, ob die Dinger gut oder schlecht sind. Ich persönlich finde ja, dass der Windows Defender reicht als Virenschutz, aber der bietet natürlich keinen Schutz vor Phishing-Websites. Und gerade das ist heutzutage das allergrößte Problem. In über 90% der Fälle kommen Hacker zunächst mal darüber in euer System rein. Am meisten in meinem Test gestört hat mich allerdings, dass die Spam-Mails, die bei mir angekommen sind, wohl zu speziell sind und von gar keinem Anbieter geblockt werden. Das war ein Großteil
der nicht erkannten. Bei der Review von diesem Skript hat sich Nord dann erkundigt, wie ich das denn getestet habe, und sie scheinen wohl also an einer Methode zu arbeiten, das noch mehr zu verbessern, denn sie wollten alles von mir haben, was ich hatte. Das hört sich gut an, wenn ihr mich fragt, vor allem für die, die vielleicht keine so gute Awareness haben, aber doch gelegentlich gefährliche Dinge tun. Hier merkt man, dass Nord einfach weiß, dass Anonymität mittlerweile nicht mehr vollständig möglich ist, und sie shiften gerade immer mehr in Richtung Cybersecurity. Ich persönlich empfehle aber trotzdem dringend, alles, was riskant ist, in einer virtuellen Maschine zu machen. Dann noch die Threat Protection dazu, und es ist zumindest etwas sicherer. Verlasst euch aber bitte nicht zu 100% darauf. Mit noch ein bisschen Brain dazu ist das solide. Was nun also fehlt, ist eine größere Studie, und das machen wir gemeinsam. Schnappt euch NordVPN mit dem Link unten in der Beschreibung, damit kriegt ihr natürlich auch nochmal Rabatt, aber eben auch in 30 Tagen euer Geld zurück, wenn es nicht gut war. Installiert euch also Nord in einer virtuellen Maschine, und wenn ihr Phishing-Mails bekommt, öffnet ihr die ganz bewusst nur dort drin, und am Ende, wenn eure Phishing-Links blockiert werden, perfekt. Wenn nicht, dann sagt ihr Nord Bescheid, dass sie die Threat Protection besser machen sollen, und holt euch das Geld zurück. Eine Anleitung für eine virtuelle Maschine packe ich euch in die Endkarte. Viel Spaß!